Vor ein paar Jahren, da ging es dir ja noch richtig gut, oder? Ja, bis Corona. Mit der Fibromyalgie ging es mir sehr gut. Ich konnte Vollzeit arbeiten und habe meine normalen Verpflichtungen, also wie Haushalt. Ich habe noch 2 Kinder und zu dem Zeitpunkt hatte ich 3 Katzen und ja, meine Eltern und so. Das lief alles richtig gut, ja. Also klar, ich hatte Schwierigkeiten zwischendrin, Wetterwechsel oder auch mal, wenn ich wirklich zu viel gemacht habe, Schmerzen. Aber im Großen und Ganzen habe ich meinen Alltag gut bewältigt, auch mit der Guaifenzin-Therapie. Und ich war zufrieden, bis Corona kam. Okay, das bedeutet, du hattest richtig Erfolg mit der Guaifenesin-Therapie. Ja, ich habe dann relativ zügig, so nach 1, 2 Jahren, ein gutes Level für mich gefunden, mit dem ich dann auch gut leben konnte. Und dann kam Corona, genau. Du hast Und also eine Corona-Infektion gehabt oder bist du von der Impfung krank geworden? beides. Also ich bin dann auch insgesamt 3-mal geimpft und ich habe dann aber trotzdem insgesamt mittlerweile mindestens 4-mal Corona gehabt. Das letzte Mal, wo ich es weiß, das war in der Reha und da war ich dann 10 Tage in Quarantäne, alleine auf meinem Zimmer während der Reha über Weihnachten, meinen Geburtstag und Silvester. Es war aber wunderbar erholsam. Also für mich war es nicht so schlimm, wie es sich für Außenstehende anhört. Aber da hatte ich schon dieses chronische Fatigue-Syndrom schon massiv entwickelt, was durch die Impfung und durch die Corona-Infektion sich dann in diesen Jahren von 2020, ich war eine der ersten, die geimpft wurden, weil meine Mama im Pflegeheim war, habe ich relativ Glück gehabt, dass ich früh dran durfte. Zu dem Zeitpunkt dachte ich, ich habe Glück. Heute weiß ich, ich hätte Mhm. die Finger davon lassen sollen. Ne? Aber ja, und dann hat sich das in den nächsten 2 Jahren ähm, dieses CFS, dieses chronische Fatigue-Syndrom, so massiv ausgeprägt, dass ich ständig krank war, richtig krank war. Und ab März 23 war ich dann fast 1,5 Jahre komplett krankgeschrieben. Ging dann gar nichts mehr. So hat mich das von den Füßen genommen. Und ich habe dann auch, kann ich sagen, ein gutes Jahr fast ausschließlich im Bett verbracht, weil ich einfach nur noch Schmerzen hatte und absolut keine Energie. Selbst der Gang zur Toilette war manchmal so anstrengend, dass ich dann danach erst mal 2 Stunden schlafen musste. Jetzt bin ich teilerwerbsgemindert, habe meine Arbeitszeit also reduziert durch die Teilerwerbsminderung. Ich darf nur noch, also habe reduziert auf halbtags, aber selbst das schaffe ich noch nicht ganz. Trotzdem habe ich immer wieder dann Tage, in denen ich ausfall oder dann auch, wenn ich eine Erkältung habe, wie es jetzt über die Wintersaison war, bin ich dann gleich 3 Wochen, bin ich wieder off. Die Fibro, die wirkt halt auch als Verstärker, definitiv. Ich mache ja auch für mich noch nebenbei, habe ich in der Zeit jetzt, wo ich im Bett lag, ein Heilpraktikerstudium angefangen, damit ich die Zusammenhänge verstehe, dass ich zumindest mir helfen kann. Und gerade jetzt mit dieser chronischen Fatigue und mit dieser Mitochondriopathie. Und ich habe ja ganz massive Magen-Darm-Probleme schon, ne, seit ich eigentlich denken kann. Angefangen, nachgewiesen war die Laktoseintoleranz, dann kam die Fructoseintoleranz und dann zum Schluss, ne, als dann schon einiges an Lebensmitteln weg waren, kam dann die Histaminintoleranz. Ich muss jetzt mal gucken, wie man das Ganze irgendwo besser hinkriegt. Ich mache dieses Dünndarm-Fehlbesiedelung Programm, also SIBO auch genannt. Und auch in meiner letzten Reha habe ich da was gekriegt für die Darmreinigung und Sanierung. Die waren da auch wirklich, ja, wie soll ich denn sagen, dem Ganzen zugetan. Und seit ich das jetzt einmal gemacht habe, ein paar Wochen, geht es mir auch schon besser. Ich kann auch wieder mehr essen. Und das ist aber auch eine längere Geschichte, also über mehrere Monate. Und das wird dann mit dem Guaifenzin, ne, das passt halt nicht ganz zusammen. Und deswegen setze ich jetzt mal ein Weilchen aus, guck, ob ich mich so wieder ein bisschen besser hinkriege. Und ich möchte dann ja, drittes Quartal vielleicht, also zum Jahresende hin, werde ich dann die Guaifenzin-Therapie wieder mit reinnehmen. Und dann kann ich mich auch wieder auf die Fibromyalgie konzentrieren und Mhm. dann kann das ist jetzt noch Fibromyalgie.
und das andere ist dann weg. Deswegen auch jetzt diese Pause. Du hast ja vorhin beschrieben, in welchem Zustand du durch die Corona-Infektion oder Impfung warst. Du warst also völlig erschöpft, hattest starke Erschöpfungszustände, Ja. Symptome verstärkt, Schmerzen hast du auch genannt, Oh ja. kognitive Beeinträchtigung wahrscheinlich auch, nehme ich mal an. Du hast da ja schon einen Weg gemacht. Also dir Ja, geht es ja schon besser als vor 2 Jahren, oder? definitiv, ja, Ne? ja, Und ja. da ist meine Frage, wie hast du das erreicht? Wie habe ich das erreicht? Mit ganz vielen Supplementen. Also ich supplementiere ja schon ganz lang. Zum Beispiel Magnesium. Ohne Magnesium geht bei mir gar nichts. Oral. Und ich nehme auch immer wieder die Magnesiumbäder. Die tun mir dann auch gut, gerade an einem Tag, wo ich dann, was nicht viel auf den Beinen war, oder einfach eine Anstrengung hatte. Anstrengung kann bei mir auch ein Arbeitstag am PC sein. Hm. Und dann brauche ich das und ich arbeite auch mit Magnesiumöl, allerdings nicht das reine Magnesiumöl, sondern ich mische es mit DMSO. Mhm. Und das ist mein Zauberwunder über Hyperspray. Ich kann es jedem nur empfehlen. Ohne dieses Spray hätte ich bestimmt schon LKW-Ladungen voll Schmerzmittel nehmen müssen. Und also, weil ich habe es auch ganz lang hier im Nackenbereich, Nacken-Schulterbereich gehabt und das kann ich ja permanent auftragen. Ne? Dann Vitamin C hochdosiert. Bei mir Mhm. ein großer Gamechanger war auch schon vor Corona Kalium. Okay. Das war für mich dann auch wieder so ein Energiebooster. Mhm. Magnesium habe ich ja gesagt, sowieso jetzt seit kurzem, das Omega-3, auch eins deiner Lieblingsthemen. Ich Mhm. habe auch immer gedacht, ich habe das vor einem Jahr angefangen. Ich habe es jetzt aber gemerkt, ich habe mir dein eines Video angesehen. Mhm. Darauf habe ich gedacht, jetzt muss ich mal nachgucken, wie meins überhaupt dosiert ist und habe festgestellt, klar kann das nicht wirken. Ne? Ich habe ja viel zu wenig genommen. Ne? Okay. Und habe auch seit dieser Woche, jetzt seit 3 Tagen, nehme ich es jetzt höher dosiert. Ich denke in den Dosierungen, wo das dann jetzt auch wirken kann. Also wie Eisen zum Beispiel habe ich ganz lang hochdosiert genommen, um meinen Eisenspiegel hochzukriegen. Vitamin D natürlich. Ohne das geht bei mir auch nichts. Das merke ich, wenn ich das zu arg reduziere, dann merke ich schon, dass dann, ja, man kann das gar nicht so richtig greifen. Es ist einfach, man merkt es. Ich sage immer, ich habe so einen Muskelkateranzug. Ich werde dann zäh, wenn es mir nicht richtig gut geht. Also so diese 3 Hauptdinge, die du auch immer wieder sagst, die sind es auch bei mir tatsächlich. Und dann nehme ich halt noch ganz viel andere Sachen drumherum. Zink, Selen. Im Moment jetzt, was ich tue, ist, ich mache eine Enzymtherapie. Bromelain, das Enzym von der Ananas. Das kennt man ja. Ernährung natürlich, kohlenhydratarm, möglichst, das merke ich auch immer. Ich habe 2016, 2017 länger ketogen gelebt und da ging es mir auch richtig gut. Das will ich jetzt auch wieder vermehrt in die Richtung gehen, also weil ich einfach selber merke, wenn ich das tue, geht es mir besser. Mhm. War es dir möglich, irgendwie wieder in Bewegung zu kommen? Ja und nein. Es hängt immer davon ab, in welcher Phase ich gerade stecke, von der Erschöpfung her. Also ich hatte eine Phase, da ging es mir eben vor Corona und dann bin ich auch regelmäßig walken gegangen, zum Beispiel. Ja, und auch wenn ich in den Rehas war, 2019 in der Reha, da war es tatsächlich Walking. Und als ich da ankam, habe ich für 1 Kilometer über 1 Stunde gebraucht zum Laufen. Also ich war wirklich da schlecht drauf. Und nach diesen 5 Wochen Reha war ich bei 5 Kilometer in einer Stunde. Oh, Also ja, das ist dann, was bei mir auch ein ganz großer Effekt ist, ist Stress. okay, ja. Ich Mhm. meinen Stress reduzieren kann und es ist auch immer in den Rehas, dann ist ja mein Alltagsstress weg und dann geht's mir gut. Dann kann ich mich hocharbeiten, dann kann ich Sport machen. Also ne, alles reduziert, alles auf Fibro angepasst, aber dann doch so und dass mir es dann auch wirklich gut tut. Und Entspannungsübungen. Ich habe mir dann auch in meiner Übermotivation ein Laufband geholt. Ja, das steht da und im Moment fange ich es jetzt wieder an.
durch diese chronische Fatigue konnte ich ja fast gar nichts machen. Und ich Ja. habe da ein Programm gefunden, um eben, weil die Mitochondrien ja einfach nicht schnell genug Energie nachproduzieren können durch diese Erkrankung. Und da gibt es dieses 30-30-Programm, ne? 30 Sekunden Mhm. Aktivität, 30 Sekunden Pause. Und mit dem arbeite ich mich jetzt tatsächlich Stück für Stück voran. Und das funktioniert tatsächlich ganz gut. Da kann ich dann jetzt auch schon ja fast eine Stunde laufen, habe dann eine Stoppuhr dabei. Ja, tatsächlich sieht blöd aus, aber es ist mir egal. Ich laufe dann 30 Sekunden und dann bleiben wir 30 Ah, Sekunden okay. stehen. Ja, und dann laufe ich wieder 30 Sekunden und dann bleibe ich wieder 30 Sekunden stehen. Und jetzt so Stück für Stück habe ich gemerkt, jetzt kann ich es dann auch schon erweitern. So kann man sich dann auch tatsächlich aus diesem Energieloch, sag ich mal, raus trainieren, weil man muss ja was tun, Ja. weil sonst der komplette Abbau einfach zu stark ist und man kommt dann noch schwerer raus. Das kann man aber mit allen Sachen machen. Geschirrspülmaschine ein- oder ausräumen, 30 Sekunden tun, 30 Mhm. Sekunden Pause. Ja, also ich fand das einfach auch richtig gut. Also gerade dann so bei Aktivitäten, weil man einfach diese Pausen zwischendrin braucht. Und gerade mit diesem chronischen Fatigue in Kombination mit der Fibromyalgie. Und das kann ich wirklich auch nur empfehlen. Also das hat mir jetzt auch viel geholfen. Klar, natürlich, der Akt verzögert sich, aber man hat hinterher keinen Crash. Und das ist ja das, was mich ja dann immer wieder, ne, wenn ich dann einen Tag habe oder Tag hatte, oh, heute fühle ich mich gut, jetzt kann ich das alles nachholen. Und dann kommt ja 1 oder 2 Tage später, meistens 2 Tage später, der Crash und dann liegst du wieder eine Woche. Das kann halt nicht, deswegen dann lieber diese gezielten Pausen während der Tätigkeit tun und dann kommt auch dieser Crash nicht. Super. Also das ist ein ganz wertvoller Tipp. Ich kann mir vorstellen, dass viele sich in deinen Beschreibungen wiederfinden, weil, oder das heißt viele, es gibt einfach auch einige, die durch Corona eben krank geworden sind, ob nun durch Impfung oder durch Infektion Ja. und Schwierigkeiten haben, wieder rauszukommen. Irgendwann ja auch, oft ist es ja auch so, dass man beim Arzt auch nicht mehr so ganz ernst genommen wird, auch mit Corona. Möchtest du noch etwas sagen? Was ich sagen kann, ist, holt euch Informationen. Lasst euch von den Ärzten nicht ins Boxhorn jagen und irgendwelchen Blödsinn erzählen, ihr seid krank. Und informiert euch, sei es jetzt auf der Seite von der Carola oder auf YouTube gibt es ganz tolle Sachen. Einfach weiter informieren und wenn man einen Weg für sich gefunden hat, nicht beirren lassen. Vielen Dank, Daniela. Gerne, gerne. Alles Gute für dich.